Dativ, ha? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du ein super wichtiges Thema der Grammatik, den Dativ. Hier direkt eine Übersicht der 4 Elemente des Dativs, die du nach diesem Video kannst. Der Dativ als Objekt. Wem helfe ich beim Deutschlernen? Ich helfe dir beim Deutschlernen. Ich helfe dem Schüler oder der Schülerin beim Deutschlernen. Nach dem Dativobjekt fragt man immer wem. Dativobjekte braucht man nach bestimmten Verben, zum Beispiel helfen, danken, antworten, gratulieren und so weiter. Du kannst dir die Übersicht über den Dativ kostenlos in meinem super Lernpaket holen. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Zweitens, der Dativ als Adverbial. Hier fragt man nicht wem, sondern wo, woher oder auch wie. Ich arbeite heute im Büro, auf meiner Couch oder in der Küche. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei, dem Iran oder der Schweiz. Ich kann aber gerade auch von meiner Freundin oder aus der Küche kommen. Wie lernst du Deutsch? Ich lerne mit einem Buch, mit meinem Computer oder mit meiner Deutschlehrerin Julia. Drittens, der Dativ als Präpositionalobjekt. Das ist ein bisschen speziell, aber keine Sorge, ich erkläre dir alles ganz einfach. Schau dir mal diese Sätze an. Ich treffe mich mit meiner Freundin. Mit wem triffst du dich? Die Frage ist nicht wem, sondern mit wem. Und aus diesem Grund ist das kein Dativobjekt, sondern ein Präpositionalobjekt. Denn mit ist eine Präposition. Manche Verben brauchen eine ganz bestimmte Präposition. Ich frage nicht für den Weg, sondern ich kann nur nach dem Weg fragen. Die Frage ist also, wonach fragst du? Nach dem Weg. Du siehst, in der Grammatik dreht sich alles um Fragen. Und zuletzt Nummer 4, der Dativ als Attribut. Oh je, was ist ein Attribut? Keine Panik, auch das ist nicht so schwierig, wie du jetzt denkst. Deine Deutschlehrerin mit den blonden Haaren und dem schwarzen Oberteil heißt Julia. Auch hier geht es um Präpositionen, aber die Struktur im Satz ist anders. Wer heißt Julia? Deine Deutschlehrerin mit den blonden Haaren und dem schwarzen Oberteil. Auf mit folgt immer der Dativ. Nun schauen wir uns diese 4 Elemente mal im Detail mit vielen Beispielen an und ich zeige dir auch, wann du welche Endung benutzt. Vor allem der Dativ Plural ist ein bisschen speziell, denn der braucht ein N am Ende des Nomens. Also nicht ich helfe den Kindern, sondern ich helfe den Kindern. Am Ende des Videos bekommst du eine kleine Hausaufgabe. Du kannst mir deine Sätze dann in die Kommentare schreiben und ich korrigiere sie für dich. Gut, oder? Der Dativ als Objekt. Ich starte das hier mal mit einer Frage an dich. Ist das ein Satz? Er schläft? Ja. Ist das ein Satz? Wir arbeiten? Ja, das ist auch ein Satz. Ist das hier ein Satz? Er macht? Da fehlt doch Information, oder? Was heißt das? Ob ein Satz ein Objekt hat oder nicht, das steht im Verb. Nicht jedes Verb braucht ein Objekt, so wie schlafen oder arbeiten. Du kannst natürlich immer sagen, wo und wann jemand schläft oder arbeitet, aber dann brauchen wir Adverbiale. Dazu kommen wir gleich. Der Satz er macht ist nicht komplett, denn wir wollen doch jetzt wissen, was macht er? Er macht seine Hausaufgaben. Seine Hausaufgaben ist ein Objekt. Aber nicht das Dativobjekt, denn wir fragen, was macht er und nicht wem. Erinnerst du dich? Fast alle Objekte sind Akkusativobjekte.
Die Verben, die ein Dativobjekt brauchen, sind zum Glück nicht viele im Deutschen. Schau mal. Wem hilfst du? Ich helfe dem Mann, der Frau, dem Kind und den Kindern. Achtung, der Dativplural braucht ein N am Ende. Du siehst auch, wie die Artikel sich ändern. Es ist nicht mehr der, die, das und die, sondern der, dem, dem und den. Die nächsten Beispiele haben noch ein Adjektiv, dann lernst du auch diese Endungen gleich mit dazu. Wem dankst du? Ich danke meinem großen Bruder, meiner großen Schwester, meinem großen Kind und meinen tollen Freunden. Du siehst überall die Endung en. Total einfach, oder? Wem gehört das Buch? Es gehört seinem netten Lehrer, seiner netten Lehrerin, seinem neuen Institut und seinen netten Mitschülern. Wem gefällt dieses Video? Es gefällt mir, dir, ihm, ihr, uns, euch und ihnen. Das sind die Personalpronomen für den Dativ. Die normale Form im Nominativ ist ja ich, du, er, sie, es und so weiter. Fällt dir an den Beispielen auf, dass die Objekte immer Menschen sind? Das ist ganz typisch für Dativobjekte. Ich kann nicht meinem Stift helfen und meinem Computer kann dieses Video nicht gefallen. Deshalb fragt man auch nur wem nach dem Dativobjekt und nicht was, so wie beim Akkusativ. Da fragt man ja wen oder was. Weitere Dativverben sind antworten, folgen, vertrauen, begegnen, gratulieren, schmecken und glauben. Alle ganz typisch für Menschen, oder? Und für manche Tiere. Du findest die vollständige Liste der Verben für den Dativ in meinem kostenlosen Lernpaket unter diesem Video. Nun der Dativ als Adverbial. Er antwortet auf die Fragen wo, woher, wann, seit wann, wie oder auch womit. Schau dir mal diese beiden Sätze an. Wem dankst du? Ich danke meinem Vater. Wo sitzt du? Ich sitze auf meinem Sofa. Welchen Unterschied siehst du? Adverbiale haben eine Präposition. Das sind diese kleinen Wörter, die ganz viel Power im Satz haben. Immer wenn du die Präpositionen aus, bei, mit, nach, seit, von und zu siehst, steht danach ein Dativ. Dann sind es aber keine Dativobjekte, sondern Adverbiale. Ich komme aus dem schönen Schwabenland. Ich wohne bei meinem schwäbischen Vater. Ich arbeite mit Deutschlernern. Nach dem Unterricht schaue ich einen Film. Seit der Corona-Pandemie gibt es mehr Homeoffice. Von meiner Mutter habe ich meine blonden Haare. Zu diesem Thema gibt es viele Fragen. Es gibt auch noch die sogenannten Wechselpräpositionen. An, auf, in, neben, über, unter, vor, hinter und zwischen, die den Dativ aber nur brauchen, wenn man auf die Frage wo antwortet. Wenn du auf die Frage wohin antwortest, brauchen sie den Akkusativ. Wo bist du? Ich bin am Telefon, auf dem Sofa, in meinem Büro, neben der Kirche, über den Wolken, unter den Bäumen, vor dem Haus, hinter der Tür oder zwischen den Stühlen. Wohin gehst du? Ich gehe ans Telefon, auf das Sofa, in mein Büro, neben die Kirche, über die Wolken, unter die Bäume, vor das Haus, hinter die Tür und zwischen die Stühle. Achte immer darauf, ob das Nomen maskulin, feminin oder neutral und ob es im Singular oder Plural steht. Nun weißt du schon jede Menge über den Dativ. Und das brauchen wir für den dritten Teil, den Dativ als Präpositionalobjekt. Was heißt das? Manche Verben brauchen eine bestimmte Präposition. Suchen nach. Wonach suchst du? Ich suche nach einer neuen Wohnung.
Ich kann nur nach etwas suchen und nicht für oder zu. Gratulieren zu. Wozu gratuliert er dir? Er gratuliert mir zu meinem Geburtstag. Auch hier kann ich nicht auf oder nach etwas gratulieren, sondern nur zu passt. Bestehen aus. Woraus besteht ein Auto? Es besteht aus einem Motor, einer Bremse, Rädern und so weiter. Schau mal auf die Fragen, die man hier stellt. Wonach? Wozu? Woraus? Das sind ganz andere Fragen als die des Dativobjekts und der Adverbiale, oder? Womit fangen wir an? Wir fangen mit einem Beispiel an. Wovon träumst du? Ich träume von einem schönen Haus am Meer. Siehst du, dass es sich in diesem Beispiel nicht um Menschen handelt? Das ist möglich, aber dann sind die Fragen anders. Von wem träumst du? Ich träume von meiner Lehrerin. Mit wem fangen wir an? Wir fangen mit dir an. Bei wem beschwerst du dich? Ich beschwere mich bei meinem Chef. Die ausführliche Liste der Verben mit Präpositionen findest du auch im Lernpaket. Und wir sind fast am Ende. Den Dativ kann man auch einfach in Phrasen als Attribute einbauen, um sie länger zu machen. Auch das funktioniert mit den Präpositionen, die du in diesem Video gelernt hast. Mir gefällt das Haus von meinem Nachbarn auf dem Berg mit der schönen Aussicht. Was gefällt mir? Dieses Objekt ist sehr lang und hat 3 Attribute, die im Dativ stehen. Von meinem Nachbarn, auf dem Berg, mit der schönen Aussicht. Diese 3 Präpositionen brauchen immer den Dativ. Das hast du ja eben gelernt. Ja, das war der Dativ. Hast du einen besseren Überblick, wie das Thema funktioniert? Ich teste dich. Antworte mir auf diese 3 Fragen. Wem dankst du in deinem Leben? Wo bist du jetzt gerade? Wovon träumst du in der Zukunft? Ich freue mich auf deinen Kommentar und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.